Ständig ist irgendwas, ne? Ich glaube nicht, dass das die Liste ist der Dinge, die noch ersetzt werden müssen. Es gibt mal so Tage, da ist man echt am Verzweifeln. Geht auf jeden Fall unser Tag los. Das ist weit hinter den Erwartungen, ne? Also was zieht dann immer irgendwie den Boden unter den Füßen weg, ne? Für den LKW ganz oder gar nicht, ne? Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Guten Morgen! Wir haben schon ein paar Mal die Frage bekommen, ob wir dann hier in der Werkstatt auch wohnen würden. Und die Antwort ist ja, wir wohnen hier auch in der Werkstatt. Wir leben jetzt seit einem Jahr und 2 Monaten in unserem LKW. Und die einzige Zeit, die wir mal nicht darin gelebt haben, war, als der LKW 3 Wochen lang bei Renault in Hamburg in der Werkstatt stand. Da haben wir bei Nikolas Schwester übernachtet. Aber ansonsten leben wir seit Mai letzten Jahres hier im LKW. Und wir haben hier auch alles, was wir brauchen. Also wir haben hier Frischwasser, das wir auftanken können. Wir können Abwasser ablassen, das ist hier überhaupt gar kein Problem. Wir haben eine Waschmaschine hier, wir können draußen unsere Wäsche aufhängen. Also wir haben ja zum Glück alle Möglichkeiten, die uns das Leben hier ein bisschen versüßen unter den Umständen. Ich nehme euch am besten heute mal ein bisschen mit, wie das hier so aussieht, unser Leben. Also so geht auf jeden Fall unser Tag los. Nikolas schwingt sich in die Arbeitsklamotten und sitzt unterm LKW. Oder auf dem LKW. Guten Morgen. Guten Morgen. So starten wir in den Tag. Rund 25 Liter gehen hier rein in den Motor an Kühlflüssigkeit. Als ich den abgelassen habe, sind ungefähr 21 Liter rausgekommen. Also 4 Liter stecken da irgendwie noch drin und das fülle ich jetzt auf. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. Also die alten Schläuche bzw. die alten Stutzen, das ist halt so ein Problem, die dicht zu kriegen. Zum Teil ist das halt schon angefressen. Das ist halt schon alles älter, das Material. Und ich habe das da versucht halt mit ja, so einer Dichtmasse, die man auch hier für den Ventildeckel genommen hat, dann halt einmal dicht zu schmieren und diese Unebenheiten dann ausgleicht. Ja. Wird schon dicht werden. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. Ja, wir haben beim letzten Mal die Ventile eingestellt. Den Motor konnten wir noch nicht starten, weil ich die Schläuche noch nicht hatte für das Kühlwasser. Deswegen konnte ich das noch nicht alles zusammenbauen. Heute starten wir den und jetzt wird spannend. Natürlich wird er laufen, klar. Also wird alles gut sein. Aber irgendwie ist es ja trotzdem immer, wenn man da an sowas dran gewesen ist, eine spannende Sache.
Läuft wie vorher. Erzähl mal, was los ist. Der Schlauch, den wir haben pressen lassen, neu pressen lassen, der ist leider undicht. Welcher Schlauch? Vom Kompressor, um die Druckluft für die Bremsen aufzubauen. Den hatte ich damals gleich getauscht, weil ich dachte, das wäre besser. Der ist auch noch gut. Also das ist jetzt kein poröser Schlauch oder sowas. Ich werde den jetzt wieder zurücktauschen und den anderen gucken, ob wir den einschicken können. Ständig ist irgendwas, ne? Das heißt, du baust jetzt den alten Schlauch wieder ein, den du ausgebaut hast. Genau. Der ist dann noch in Ordnung, aber halt auch nicht optimal, weil das geht irgendwie nur bis 135 Grad, der Schlauch. Also was immer da eingebaut wurde, ist nicht original. Das ist der Schlauch für den Kompressor, Luftpresser. Der hat gerade mal 500 Kilometer gehalten oder 600 oder so. Die wurde verpresst und an der Pressung ist er undicht geworden. Da ist mir leider dabei aufgefallen, dass halt auch der Schlauch, den wir da gemacht haben damals, ist undicht geworden. Also so ein großer Kompressorschlauch war das mit so einem Strahlgeflecht irgendwie. An der Verpressung ist er undicht geworden. Die Frage ist jetzt, dieses PTFE, das ist doch eigentlich auch für Hochtemperaturen. Dauerbelastung 200. Daran sollte es eigentlich nicht liegen. Naja, also gut, wir können ihn ja hinschicken. Das können wir ja machen. Wir bauen jetzt diese zusätzliche Schiene noch an. Wir haben ja keine Markise, sondern wir haben einen Tarp, und damit das Tarp halt noch ein bisschen besser befestigt wird, machen wir noch die dritte Schiene in die Mitte. Dafür müssen wir Einziehmuttern reinmachen und verkleben werden wir es natürlich auch. Und für die Einziehmuttern haben wir halt diese Zange hier. Ich habe vorher schon mit einer anderen gearbeitet, die war doppelt so teuer wie diese hier, aber die ist um einiges besser. Mal eine sinnvolle Beschäftigung. Lenkschubstange. Lenkschubstange, ja. Kugelkopf achsenseitig. Achsseitig. So, dann nächste Spurstange. Spurstange. Kugelkopf, Radrichtung links. Ich hoffe nicht, dass das die Liste ist der Dinge, die noch ersetzt werden müssen. Ist heute wieder Theoriestunde angesagt? Nein, das sind die Sachen, die verschlissen sind. Für den nächsten TÜV. Spurstange, sag ich mal, wirst du neu kaufen müssen, sag ich mal, weil das genau der Kugelkopf kaputt ist, der an der Spurstange festhängt. Der Lenkschubstange, der Kugelkopf, den kannst du das durchdrehen. Scheiße. Ja, wenn ich normaler Verschleiß übrigens, weil das ist jetzt nicht irgendwie was extra. Ja, Spurstange finden, Lenkschubstange,
und 2 Kugelköpfe. Ja. Das hat sich hier hinten auf an der Achse. Der hat nicht ganz so viel, aber der hat auch. Dieser? Ja. Okay. Der hat nicht so viel wie der an der Spurstange. Ja. Ja. Aber ich sag mal, muss man im Auge behalten. Hier vorne war in Ordnung? Vorne war in Ordnung, ja, ja. Vorne war stramm. Okay. Deswegen brauchst du von der Lenkschubstange nur den Kopf hinten loser. Ja, den kann man tauschen. Ja. Ja, aber die Spurstange ist hinten eben, denn leider Gottes die verpresste Seite kaputt. Sag mal, was steht jetzt an? Wir prüfen gerade den Ölstand vom Getriebe, vom Schaltgetriebe. Und das sieht ziemlich leer aus. Das füllen wir jetzt auf. Ich mache das jetzt nochmal gerade sauber drunter rum. Gemacht. Ja, Kupplung haben wir auch gemacht, ist okay. Flüssigkeit ist in Ordnung, Zylinder sind in Ordnung. Schaltgetriebe kannst du streichen. Kabinenlagerung hinten verstärken, müssen in Kupplungsgeräusche bei Fahrt. Müssen wir gucken. Ja. Die Förderpumpe ist klar, da fehlt der Rückschlagventil noch. Genau, das muss ich hier nur einbauen. Ja. Das habe ich auf der anderen Liste. Wir haben die Bremszylinder zurückgekriegt und ja, das ist weit hinter den Erwartungen. Ne? So sollte er normalerweise aussehen. Auch einigermaßen plan die Fläche hier, gehohnt. Und so ist der zweite zurückgekommen, der ist noch nicht mal ganz drinne, also zurückgefahren, auf beiden Seiten nicht. Wir kriegen den auch nicht rein, der lässt sich nicht bewegen. Und zum Teil habe ich hier noch so Material vom Strahlen dran gehabt. So, ich weiß nicht, ob es Sand ist oder Glas oder keine Ahnung. Also was zieht einem immer irgendwie den Boden unter den Füßen weg, ne? Also so können wir den nicht einbauen. Was machst du da gerade? Und nichts. Du machst gerade nichts? Nee, Ist einfach so gemütlich unter dem LKW zu liegen? ja, kann man sich dran gewöhnen. Ich weiß auch gar nichts zu sagen. Das ist irgendwie, es gibt mal so Tage, da ist man echt am Verzweifeln. Auch wenn es nicht so rüberkommt, aber es kommt schon mal vor. Aber auch das wird wieder gut werden. Irgendwie kriegen wir das hin. Ja, ich habe die Zylinder bekommen und die sind leider irgendwie nicht so erwartet in dem Zustand, wie ich es gewünscht hätte. Richtig. Und für mich sieht das auch nicht so aus, als ob die Laufflächen, zumindest das, was man dann da noch einsehen kann, überhaupt irgendwie gehohnt worden sind. Und teilweise ist auch noch an den äußeren Befestigungen für die Manschetten, da ist auch noch leicht Rost dran. Also irgendwie kommt man das ein bisschen komisch vor. Es eilt halt auch, weil wir müssen hier halt raus, das hatte ich halt auch schon erzählt. Und so wie die jetzt sind, können wir sie nicht einbauen. Ne? Also so kriegen wir die Bremsbeläge gar nicht raus. Ja? Und die eine Manschette, also die sind ja alle ersetzt worden. Also die eine Staubmanschette, die hat einen Riss. Na gut, selbst eine Druckstelle wäre ja eigentlich nicht in Ordnung. Ne? Also das müsste eigentlich schier ankommen. So, deswegen. Aber ich mache das, ich schicke noch mal ein Bild. Wie gesagt, das ist ein richtiger Cut, der geht durch. Und auch ein weiterer ist punktiert, geht nicht ganz durch, aber ich meine, das sind neue Manschetten. Das dürfte eigentlich gar nicht vorkommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich verstehe, was Sie sagen. Für mich, ich habe halt was anderes erwartet. Für mich macht das halt nicht so einen vertrauenserweckenden Eindruck, so wie es halt jetzt aussieht. Ne? Für mich steht dahinter
hinter diesen Bremszylindern letztendlich für den LKW ganz oder gar nicht. Ne? Also entweder sind die in Ordnung und halten auch noch eine Weile, und wenn sie nicht mehr halten, dann war es das für den LKW so ungefähr. Ne? Es sei denn, wir finden eine neue Achse. Also, und können das irgendwie das Bremssystem umbauen. Deswegen ist mir das schon sehr wichtig. Ne? So. Das hatte ich aber auch, glaube ich, deutlich gemacht. Meine Erwartungshaltung wäre, dass die eben halt in Neutralstellung ankommen. Ne? Also einbaufertig. Ich glaube, das ist da nicht zu viel verlangt. Ich habe jetzt mit der Firma telefoniert und die meinten, dass man die Zylinder mit dem Schraubstock ganz leicht zurückdrücken kann. Das System ist halt so, dass natürlich irgendwie da so ein Widerstand sein muss, der stark genug ist, um die Federn, also damit die Federn den nicht komplett in die Ausgangsstellung zurückdrücken können. Also diese Nachstellung von dem. Deswegen, die haben gesagt, in den Schraubstock einspannen und dann die Kolben zurückdrücken. Das versuche ich mit dem Holz, damit ich die nicht irgendwie noch weiter beschädige. Und ich benutze mal unsere neue Säge hier, die wir eigentlich zum Astabsägen benutzen. Wenn zwar nicht so große Äste sind. Für die großen Äste haben wir natürlich die Kettensäge. Sehr cool. Da geht mal was mit. Daumen drücken, dass es funktioniert. Ja. Geht. Wobei, er drückt es sich zurück. Er federt irgendwie zurück. Irgendwie federt er zurück. Warum? Er scheint da drin zu sein. Also ich konnte ihn, so wie gesagt, relativ einfach zurückdrücken im Schraubstock. Sieht gut aus. Es keimt wieder Hoffnung auf. Okay, gut. Das Retourenlabel ist dann auch ein DHL-Label, das man einscannen kann, weil wir haben ja jetzt gerade keine Möglichkeit, das auszudrucken. Das sind so Buchsen, die die Federn in den Führungen halten, falls wir ausfedern oder eben halt irgendwie Verschränkungen haben, dass uns die Blattfedern da nicht rausrutschen. Und da waren halt diese Buchsen drin mit 12er Schrauben, sind das, glaube ich, nee, 10er? 12 ist schon richtig. 12. Und die reichen halt nicht aus, weil die verbiegen halt, und da war vorher wahrscheinlich auch eine viel größere Buchse drin. Und das ändern wir jetzt gerade. Da passen 14er Schrauben rein. 16er Schrauben rein, ich habe das, glaube ich, mit den Schraubengrößen. Und dann kommt da nochmal eine Buchse drumherum, die, ich will nicht sagen komplett anliegt dann an der Feder, aber wenig Spiel, also wenig Luft dann zwischen Feder und der Buchse lässt, sodass dann beim Ausfedern ja, sich das nicht mehr verbiegt. Ja, weil ich hatte das gerade erst neu gemacht, irgendwie vor einem halben Jahr, und habe das einfach nur nachgebaut, so wie ich das vorgefunden habe, und das hält halt nicht vernünftig. Das war vorher drin, diese Buchsen hier, und so kommt das rein. So war es halt auch original, und damit wird das auch nicht mehr ausschlagen und hält dann auch. Ich freue mich, das ist gut. Der Stellzylinder von einer Staudruckbremse, der ist undicht, und den ersetze ich jetzt durch den anderen hier, durch den neuen. Allerdings ja, kann man ja schon sehen, dass der irgendwie nicht genau dieselbe Länge der Stange hat, der Kolbenschubstange. Und ja, ich habe den so bestellt nach Teilenummer, wie er da drin steht in der Reparaturanleitung. Naja. Aber ist jetzt kein Beinbruch, auch wenn er jetzt irgendwie von der Kolbenstange nicht passt. Ich mache mir dann das passend, indem ich die verlängere.
So geht es dann auch. Ja, ich weiß, einige werden wieder sagen, Fusch. Ne? Also ich denke mal, das wird auch gut funktionieren und da sind Kontermuttern drauf, da wird auch nichts irgendwie abfallen oder sowas. Ich hätte den vielleicht zurückschicken können, dann noch lange suchen können nach einem neuen Zylinder, der vielleicht dann richtig ist. Aber wenn es so funktioniert, mein Gott, warum nicht? Ne? Für alle, die jetzt diese Kugelköpfe noch nie runtergenommen haben, bei mir war das halt auch der Fall. Wie kriegt man die eigentlich runter, ohne dass man irgendwas kaputt macht? Hier ist noch so ein Sicherungssplinter drin, den man, wenn man ganz genau hinguckt, dann auch erkennt. Der ist hier durchgeschoben an der Seite und wird dann einmal da so festgemacht, sodass letztendlich die Kugel hier aus dem Gehäuse dann nicht mehr raus kann. Das muss man natürlich dann vorher aufmachen und rausnehmen, bevor man den hier abzieht. Jetzt machen wir noch eine Funktionsprüfung und dann war's das. Ja, ist ein bisschen gefummelt, aber eigentlich ist es keine Gewalt, den jetzt irgendwie zu wechseln. So, wir haben jetzt Luft drauf. Und jetzt drücke ich einmal auf die Motorbremse, also auf die Staudruckbremse und dann soll sich der da vorne bis zum Anschlag bewegen. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns wie immer gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und schreibt uns gerne auch was in die Kommentare. Und das müssen auch keine Romane sein, sondern es reicht einfach ein Smiley oder ein Daumen, ganz kurz und knapp. Da würden wir uns super, super drüber freuen. An dieser Stelle möchten wir auch die Gewinner von dem Makita-Gewinnspiel aus dem letzten Video nennen. Das sind Susanne und Martin von Paul Living Nature, die aus Berlin kommen. Viel Spaß damit und für alle anderen, danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Wir würden ganz gerne auch nochmal sagen, dass wir dafür kein Geld bekommen haben von Makita. Wir wurden von Makita gefragt, ob wir ein Gewinnspiel machen wollen mit denen. Und ursprünglich sollten 3 Koffer auf Instagram verlost werden. Wir haben dann gesagt, wir würden gerne mindestens einen Koffer auf YouTube auch verlosen für unsere Community dort. Und das machen wir völlig entgeltfrei, müssen das aber trotzdem als Werbung deklarieren. Und das haben wir praktisch nur für euch gemacht. An dieser Stelle möchten wir uns auch für ein paar Spenden bedanken. Nach den letzten Videos haben wir ein bisschen was überwiesen bekommen, wie zum Beispiel von dem Markus, von dem Hubert, von dem Martin, dem Frank und dem Timo. Vielen lieben Dank für eure Spende. Das hilft uns wirklich sehr, dass es hier auf dem Kanal weitergehen kann. Vielen Dank. Damit verabschieden wir uns dann jetzt auch von euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns freuen und bis zum nächsten Mal.